So the first question is, I follow dharma and live in a country where most people do not. Die erste Frage ist, ich praktiziere den Dharma, aber lebe in einem Land, wo die meisten Leute das nicht praktizieren. I see them suffer, but they are committed to their beliefs. Ich sehe, dass sie leiden, aber sie scheinen sich darauf eingestellt zu haben, auf das, was sie glauben. How might I respond? Wie könnte ich gut damit umgehen? Well, the whole of samsara is made up of beliefs. Naja, das ganze Samsara ist aus verschiedenen Glaubenssätzen zusammengebaut. Beliefs are ways in which we give shape to the potential for manifestation. Glaubenssätze sind die Arten und Weisen, wie wir unseren Vorstellungen Form geben. Whether we believe that there is a God in heaven who made the world, or whether we believe in ignorance and karma, Ob wir nun daran glauben, dass im Himmel ein Gott lebt, der die Welt gemacht hat, oder ob wir an Unwissenheit und Karma glauben, these are ideas. das sind alles Ideen. So from our dharma point of view, we want to see the root of the idea. Also von der dharmischen Sicht aus gesehen, wollen wir die Wurzel dieser Idee erkennen. When we see that an idea, a belief, a concept, a thought, these are the energy of emptiness. Wir wollen sehen, dass eine Idee, eine Vorstellung, ein Gedanke, dass sie eine Wurzel der Leerheit haben. Then we start to have some freedom. Und dann ergibt sich daraus Freiheit für uns. We don't take ourselves so seriously. Wir nehmen uns selbst nicht so sehr ernst mehr. Buddhism is non-dogmatic because essentially it is experiential. Buddhismus ist nicht dogmatisch, weil es eigentlich immer um Erfahrungen geht. Of course, we believe some things in order to help us review our existing positionings. Natürlich glauben wir alle an irgendetwas, um die Position, die wir bedingtermaßen einnehmen, zu überlegen, zu schauen. But then we enter into the meditation practice where we see the transitory, insubstantial nature of all beliefs. Aber dann in der Meditationspraxis selber, wenn wir darin eintreten, sehen wir, wie vorübergehend diese ganzen Glauben eigentlich sind. So when we encounter people with beliefs, Also wenn wir auf Leute treffen, die bestimmte Glaubenssätze haben, and we see that their personal identity is based on their attachment to these beliefs, und wir sehen, dass ihre eigene Identifizierung so eng mit dem Klammern an diese Glaubenssätzen verbunden ist, and they don't want to change, und die wollen sich nicht ändern, then we just leave them with their beliefs. dann lassen wir sie einfach mit ihren Glaubenssätzen sein. Shouldn't we help them? Sollten wir ihnen nicht helfen? But they don't want to be helped. Aber sie wollen ja nicht, dass ihnen jemand hilft. So they don't have a problem. Sie haben ja kein Problem. We think they have a problem, but they don't think they have a problem. Wir glauben, sie hätten ein Problem, aber die glauben nicht, dass sie irgendein Problem haben. They think we have a problem because we are not going to go to heaven with Jesus or whoever. Die denken auch, wir haben ein Problem, weil wir nicht in den Himmel auffahren werden mit Jesus und all den anderen. Fighting about religious positions is the same as fighting about which is the best football team. Wenn man sich über religiöse Positionen, wenn man darüber kämpft, dann ist es genauso ein Kampf, wie wenn man darüber kämpft, wer das beste Fußballteam ist.
when we take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, this is a support for the actual meditation practice, which allows us to see that the Buddha is empty, the Bodhisattvas are empty, we are empty. Wenn wir Zuflucht nehmen zu Buddha, Dharma und Sangha, dann ist das eine Unterstützung für unsere Meditationspraxis, die uns dann dahin führt, dass wir sehen, dass der Buddha leer ist, dass der Bodhisattva leer ist, dass wir selbst leer sind. So if we get upset because other people have false beliefs, Also wenn uns das dann richtig stört, dass andere Leute falschen Glauben nachhängen then we are right and they're wrong. und dass wir recht haben und die falsch sind, So we have a better quality of stupidity to them. dann haben wir eine höhere Qualität von Dummheit als sie. So we should not worry about good, bad, right, wrong, debating, theological discussions. Also sollten wir uns nicht so viel Sorgen machen über gut oder schlecht oder richtig oder falsch oder theoretische oder theologische Diskussionen. Much better to do our practice. Es ist viel besser, unsere eigene Praxis zu verfolgen. Then we have clarity. Dann haben wir Klarheit, which optimizes our chance, our possibility of relating to other people without setting up an antagonism. und das gibt uns eine viel bessere Voraussetzung, darüber mit anderen Menschen umzugehen, ohne dass wir uns an Gegensätzen aufhängen und bekämpfen. If we are critical and hostile, that's likely to bring a defensive position in the other. Wenn wir kritisch oder feindlich gesinnt sind, dann wird das auch dazu führen, wahrscheinlich, dass die andere Person sich verteidigen will. So we help people by doing our practice. Also helfen wir Leuten dadurch, dass wir unsere eigene Praxis machen. Ours is a Mahayana practice. It includes all sentient beings within it. Unsere Praxis ist eine Mahayana-Praxis, das heißt, die hat schon alle anderen lebenden Wesen, fühlenden Wesen mit eingeschlossen. The entry point to awakening is through observing your own mind. Der Eintrittspunkt zum Erwachen finden wir darin, unseren eigenen Geist zu beobachten. Not believing in the Buddha. Nicht darin, dass wir an den Buddha glauben. When you die and you want to meet the Buddha, wenn du stirbst und wenn du gerne den Buddha treffen möchtest, it's your own meditation practice which provides the vehicle for meeting the Buddha. Dann ist das deine eigene Meditationspraxis, die das Fahrzeug dafür dir gibt, um dem Buddha zu begegnen. When you die, you leave your shoes and your clothes. Wenn du stirbst, lässt du deine Schuhe und deine Kleider zurück, your money and your friends, dein Geld und deine Freunde and your ideas and your thoughts and your memories. Und auch deine Ideen und deine Gedanken und deine Erinnerungen. And you lose your Buddhist meditation and your Buddhist membership card. Und du verlierst auch deine Mitgliedskarte als Buddhistin. It is the clarity of your mind, which is your best friend when you go into the bardo at death. Das ist die Klarheit deines eigenen Geistes, die dein bester Freund ist, wenn du in das Bardo des Todes eintrittst. So, what people believe is secondary. The main thing is to get to know how your mind is. Also was Leute glauben, ist zweitrangig. Hauptsächlich geht es darum, festzustellen, was unser Geist ist. So the next question is, I have a lot of negative thoughts, although I try to be a good person. Die nächste Frage ist, obwohl ich versuche, ein guter Mensch zu sein, habe ich viele negative Gedanken. Where do these thoughts come from and how to stop them? Wo kommen diese Gedanken her und wie kann ich anstellen, dass sie aufhören?
Oh, the subtle tendencies that we have operating inside the continuum of our mental existence have been installed in previous life situations. Also die subtilen Einflüsse, die wir haben, die innerhalb unseres Kontinuums, unseres Geistes sich auffinden, rühren her aus früheren Leben, aus Taten im früheren Leben. And one aspect of our consciousness is permeated by the 5 poisons. Und ein Aspekt unseres Bewusstseins ist durchdrungen von den 5 Geistesgiften. Our opacity, our desire, aversion, pride, and jealousy. Unsere Unwissenheit, unsere Begierde, unser Haben wollen, unser Stolz und unsere Eifersucht. These are already inside the structure of our dualistic consciousness. Die sind schon in der Struktur unseres dualistischen Bewusstseins aufzufinden. And sometimes they manifest spontaneously. Manchmal manifestieren sie sich ganz spontan. Sometimes they're reactive to the behavior of other people or in factors in the environment. Manchmal findet man sie als Reaktionen auf die Verhaltensweise anderer Menschen oder was im Umfeld passiert. And we find an upsurge of anger or jealousy or intolerance. Und da fühlen wir plötzlich, wie in uns Wut aufsteigt oder Eifersucht oder Unmut. So now I'm angry. Oh, jetzt bin ich ärgerlich, jetzt bin ich sauer. If you believe that you exist Wenn du daran glaubst, dass es dich gibt and the anger arises, und der Ärger auftaucht, it arises in your mind. dann taucht er in deinem Geiste auf. So it's your anger. Also es ist dein Ärger, deine Wut. Good people are not angry. Gute Leute werden nicht sauer. So there are 2 factors operating. Firstly, you are an angry person. Also ergeben sich daraus 2 Faktoren. Erstens, du bist eine ärgerliche Person. And secondly, you are a bad person. Und zweitens bist du auch noch eine schlechte Person. So I'm glad I'm not you. Also ich bin ganz froh, dass ich nicht du bin. So that's how we feel. We don't want to be like that. Also so fühlen wir uns ja, so wollen wir ja eigentlich gar nicht sein. So it looks as if the problem lies in the anger or the jealousy or the pride or the meanness, the nastiness. Also es sieht ja so dann so aus, als wäre das Problem innerhalb dieser Wut oder des Stolzes oder der Eifersucht oder dieser Gemeinheit zu finden. So I need to remove this from my mind. Also muss ich das zu greifen kriegen und aus meinem Geist verbannen. The problem is that the mind is not like the pocket in your jacket that you can take everything out of it. Aber das Problem ist, dass unser Geist ja nicht so wie eine Tasche in unserem Jackett ist, dass wir die einfach leeren können, alles rausnehmen können. These are emergent phenomena. Das sind auftauchende Phänomene. They show themselves and then they vanish. They vanish back into the matrix out of which they emerged. Sie zeigen sich und dann verschwinden sie. Und sie verschwinden wieder zurück in die Matrix, aus der sie aufgetaucht sind. So although in a sense it's my anger because I'm feeling the anger, I'm only feeling the anger because it suffuses me, it arises through me, but before I wasn't angry. Und also obwohl es in gewissem Sinne mein Ärger ist, weil ich ihn gerade fühle, ist er ja nur meiner, weil er in mir auftaucht, weil er mich durchdringt. Aber vorher war ich ja keine ärgerliche Person. So my anger is not a possession. Also mein Ärger ist nicht etwas, was ich besitze.
A little bit, it's a grammar problem because I can say my shoes, my pen, my anger. Also ist ein bisschen ein grammatisches Problem, weil man kann sagen, meine Schuhe, mein Stift, mein Ärger. So it's as if it is something which I have, Also es hört sich so an, als sei es etwas, was ich besitze, was ich habe. but it's more something that has me. Aber eigentlich ist es ja mehr etwas, das, dem ich besitze. So I could say my cold if my nose is running. Also ich könnte auch sagen, meine Erkältung, wenn meine Nase jetzt laufen würde. But the cold has caught hold of me. Aber eigentlich hat die Erkältung ja mich ergriffen. The cold is the owner, the anger is the owner, not my ego self. Also die Erkältung oder der Ärger sind ja hier die Besitzer, nicht das mein Ego, mein eigenes Selbst. So when we see that, we see that the mind has many, many aspects to it which are beyond the control of our ego self. Also wenn wir das wirklich sehen, dann sehen wir ja auch, dass unser Geist ganz, ganz viele Aspekte hat, die nicht unter der Kontrolle unseres Ego-Selbst sind. We can't get mastery over the content of the mind. Wir können nicht Meister werden über den Inhalt unseres Geistes. But neither are we condemned to be the slave of whatever is arising. Aber andererseits müssen wir auch nicht der Sklave von all dem sein, was da gerade auftaucht. We follow the middle way by observing the emergence of the experience as it arises. Wir verfolgen den mittleren Pfad, und zwar dadurch, dass wir beobachten, was in unserem Geist in diesem Moment auftaucht. So it's useful, firstly, to do the shamatha practice to calm the mind. Also dafür ist es dann nützlich, zuallererst Shamatha zu praktizieren, also um den Geist zu beruhigen. Then the vipassana scanning to see the impermanence of the arisings. Und dann das Scannen von Vipassana, sodass wir sehen, wie jede einzelne Empfindung vorübergehend ist. And then we start to see the problem arises in attachment or identification. Und dann erkennen wir, dass das Problem eigentlich im Anhaften liegt oder im sich mit etwas identifizieren. So if a angry vibration starts to emerge in your mental continuum, Also wenn es eine Vibration in deinem geistigen Kontinuum gibt, die etwas wie Ärger hat and you identify with it, und du identifizierst dich damit, then you encourage the anger to completely take over your how you are. I'm really angry with you. dann ermutigst du damit deiner Wut, dich wirklich vollkommen zu erfüllen. Ich bin ja so sauer auf dich. But I did that. It's not that I made the anger, but I gave myself into the anger. Also, aber ich habe das ja getan. Es ist nicht, dass ich den Ärger selbst hergestellt habe, aber dass ich mich ihm bereitwillig gegeben habe. You can't think your way out of this issue. Du kannst nicht einen Weg durch Denken aus dieser Problematik herausfinden. But by practicing, simply sitting and opening the space of the mind so that whatever comes, comes, whatever goes, goes. Aber man kann praktizieren, einfach sitzen und den Geist so öffnen, den Raum des Geistes so öffnen, dass alles, was kommt, kommen kann, alles, was geht, gehen kann. Then you start to taste your intrinsic freedom, which is to say, I don't have to be involved. Und dann fängst du an, einen Geschmack für diese innewohnende Freiheit zu bekommen. Und die heißt, ich muss mich da gar nicht von berühren lassen. Das ist nicht für mich da das Thema. So it's not about stopping the arising or the object. It's about
releasing myself from the need to get involved. Also es geht nicht darum, zu verhindern, dass dieses Gefühl auftaucht oder das Objekt loszuwerden, sondern sich frei davon zu fühlen, sich damit befassen zu müssen. And the second aspect of this question is how to purify the karmic effects of bad thoughts, intentions, and deeds. Und der zweite Teil dieser Frage betrifft, wie kann ich mich davon reinigen, von den karmischen Effekten von schlechten Taten, Absichten und Intentionen. The Buddha teaches the possibility of liberation. Der Buddha lehrt die Möglichkeit der Befreiung. Whatever we are caught up in, whatever we are attached to, whatever we identify with, is not intrinsic. Was auch immer uns gerade gefangen hält oder womit wir uns identifizieren, das ist nichts Intrinsisches, nichts Innewohnendes. It's contingent, it arises due to circumstances. Es ist etwas, was mit den Umständen, in denen wir uns befinden, auftaucht. So, very often people who are a bit socially anxious have the potential for this has been ripened in their family when they were younger, when they didn't receive the love and support they needed. They felt insecure. Also zum Beispiel ist es so, dass für viele Leute, die sich im sozialen Umfeld verunsichert fühlen, dass das eine Tendenz ist, die über Jahre und Jahre von ihrer Familie, innerhalb der Familie gereift ist, sodass sie damals, wenn sie damals vielleicht nicht die Liebe und Unterstützung bekommen haben, die sie gebraucht hätten. So on the television, you can see nature programs where they show some very dry desert area in Africa. Also im Fernsehen kann man ja Programme über die Wildnis sehen. Dann gibt es zum Beispiel Filme über eine ganz trockene Wüstenlandschaften in Afrika. And once in 12 years, the rain falls. Und einmal in 12 Jahren regnet es da. And suddenly all these plants are growing. Und auf einmal wachsen all diese Pflanzen da. The seeds were there, Die Samen waren schon da, the potential was there, das Potenzial war da, but until the rain fell, they couldn't be activated. aber so lange, die wurden nur aktiviert in dem Moment, als der Regen fiel. So this is the same with our karmic tendencies. Und das ist genau so mit unseren karmischen Tendenzen. The originating circumstance in which we developed our anger or jealousy or murderous hatred of our siblings Die ursprünglichen Zusammenhänge, in denen wir unser Ärger oder unsere Eifersucht oder sogar mordsüchtige Gedanken unseren Geschwistern gegenüber entwickelt haben, was the potential of the 5 poisons, which arises from duality, which arises from ignorance. war das Potenzial der 5 Geistesgifte, die aus Unwissenheit auftauchen. And so this is a potential which is always there for us. And then an event arises, you're born into a family and you have a big bullying brother and you're always being provoked and you become full of hatred. Und also dieses Potenzial, diese Anlagen waren immer schon da und dann wirst du wiedergeboren in einer Familie, wo dein großer Bruder dich fürchterlich mobbt und ärgert und diese ganze Wut dadurch in dir ausgelassen wird. So generally we would say, oh, my brother makes me so angry. Normalerweise wird man das so sagen, ja, mein Bruder, der macht dich richtig ärgerlich. As if he was the prime causal force. If only I didn't have that brother, I would be very friendly and relaxed.
als ob er die ursprüngliche Grund für unseren Ärger wäre. Und wir denken so, naja, wenn ich nicht so einen Bruder hätte, dann wäre ich ganz freundlich und sehr entspannt. In the Tibetan, they talk about the basic cause, the gyu, In Tibetisch sprechen sie über die grundlegende Kausalität Gyu and the ripening or provoking circumstances, the kyen. und die reif machenden oder provozierenden Umstände, und das heißt Kien. So my being born in samsara with this potential for the five poisons, this arises from the root cause of ignorance. Also dass ich mich hier innerhalb von Samsara wiederfinde und hier reingeboren wurde und also dass ich die 5 Geistesgifte habe, das kommt aus der Wurzel der Unwissenheit. In this life, I find myself born in a family with a bullying big brother. Und in diesem Leben finde ich mich nun in einer Familie wieder, in der der große Bruder dominiert und mich unterdrückt. So he is the kien, the provocative circumstance which activates the basic cause, the root cause, which is already in me. Und er ist das Kien, also der aktivierende Umstand, der die Wurzel, die schon in mir angelegt ist, aktiviert. But usually in duality, we project the cause out onto other people. Aber normalerweise innerhalb von Dualität projizieren wir den Grund, die Ursache auf andere Menschen. I think that's behind so many of the wars and acts of violence we have in the world. Und daraus ergeben sich so viele unserer Kriege und all der Gewalttaten, die wir in der Welt haben. Because we imagine that the total cause is the bad action of the other person. Denn wir stellen uns vor, dass die eigentliche Ursache das schlechte Handeln der anderen Person sei. So, as meditators, we turn our gaze in to observe our own mind, and we can then see these subtle tendencies moving around. Und als Meditierende schauen wir halt in uns hinein und wir können unseren eigenen Geist beobachten und darin diese ganzen subtilen Tendenzen sehen, die schon in uns sich bewegen. Trying to control these potentials and tendencies by renunciation, by becoming a monk or a nun and living very simply, is not sufficient. Und der Versuch, diese Tendenzen zu kontrollieren, dadurch, dass wir ein entsagendes Leben leben oder ein Mönch oder eine Nonne werden, das wird nicht die eigentliche Ursache wirklich dahin treffen. If I am controlling myself, I am maintaining the duality of myself as subject and myself as object. Wenn ich mich selbst kontrolliere, dann erhalte ich weiterhin diese Dualität von mir selbst als Subjekt und auch Objekt. So, from the Mahayana point of view, rather than control, which keeps us anxiously attentive all the time, Und vom Mahayana-Standpunkt aus, statt dass man das durch Kontrolle versucht zu regeln, die uns ständig besorgt aufmerksam sein lässt, ob alles richtig ist, we practice in order to see the emptiness of the ground of ourself and of the circumstances within which we live. praktizieren wir also stattdessen, damit wir die Leerheit unseres eigenen Urgrunds sehen, wie auch all der Dinge um uns, die geschehen. And when this projection of dualism and the polarization of binary thinking, good, bad, right, wrong, is released, Und wenn wir loslassen von dieser Projektion des Dualismus
und von dieser zweipoligen Gegensätzen von richtig, falsch und gut und schlecht, wenn wir das loslassen, then you have the best purification of negative karma and tendencies because you have the non-activation of the contents of the mind because awareness doesn't need to activate them. dann hast du die beste Reinheit, die du finden kannst oder Reinigung, die du finden kannst, weil es nichts innerhalb deines Geistes gibt, was diese Tendenzen aktivieren muss. It is the ego which is interested in having something going on. Es ist das Ego, das Interesse daran hat, dass etwas passiert. It, it is nourished by experience. Es wird durch Erfahrung genährt. So we say, you are so annoying. Das sagen wir also, ach, du machst mich total sauer. I, I get so irritated when you speak this way. Ich ärgere mich total, wenn du so redest. No doubt we have all had this experience of speaking like this. Ohne jeden Zweifel haben wir alle Erfahrung damit, so etwas zu sagen. And in the moment that we speak like that, it seems completely true. Und in dem Moment, wo wir das sagen, scheint das vollkommen wahr zu sein. I was feeling fine. And then again, you start on about the same thing on and on. You drive me crazy. Mir ging es ja richtig gut und dann fängst du wieder und wieder und wieder an, über diese gleiche Sache zu reden. Das macht mich total verrückt. You are the one making me in this bad mood. Du bist daran schuld, dass ich jetzt schlechte Laune habe. So as long as we are thinking you are real, I am real, and we are completely separate, but you crash into me, Also und solange wir denken, du bist wahrhaftig da, ich bin wahrhaftig hier und wir krachen zusammen mit diesem Konflikt, then we have no protection against these kind of provocations. dann haben wir gegen dieser Provokation gegenüber überhaupt keinen Schutz. So what is essential for our practice is to open to the unborn ground of all experience. Also was für unsere Praxis ganz essentiell ist, dass wir uns dem ungeborenen Urgrund aller Erfahrung gegenüber öffnen. And this is calm and peaceful. Und das ist ruhig und es ist friedlich And non-reactive. und ohne Reaktion. Oh, this is why meditation is so very important. Und aus diesem Grunde ist Meditation so sehr wichtig. But conceptual control will not be sufficient. Aber Kontrolle durch Begrifflichkeiten wird nicht ausreichen. So there's a question about what should we do to prepare for sleep and to prepare at the time of waking and to work with the events of the day and the night. Und jetzt geht es in einer Frage darum, was wir tun sollten, um uns auf das Schlafen vorzubereiten oder was wir tun sollten, wenn wir aufwachen und wie wir mit den Dingen, die am Tag und in der Nacht passiert sind, umgehen sollten. So in the general field of Buddhism, there are many teachings about these different aspects. Im generellen Umfeld vom Buddhismus gibt es ganz, ganz viele Lehren, die sich mit diesen Aspekten befassen. But if we are following the way of Dzogchen, Aber wenn wir den Weg des Dzogchen verfolgen, we don't need to apply many methods or antidotes. müssen wir nicht viele Methoden anwenden oder Gegengifte anwenden. As Garab Dorji said, the first thing is to see how your mind actually is. Wie Garab Dorje gesagt hat, ist die erste Sache ist zu sehen, wie unser Geist wirklich ist. To be introduced to your mind, to have its structure pointed out, or to find yourself in the state of openness.
unserem Geist vorgestellt zu werden, erklärt zu bekommen, welche Struktur er hat und die Offenheit kennenzulernen. This is the most important thing, is to see that the content of the mind, if one is immersed in it, becomes the great obscuration to awakening to the mind itself. Das ist die allerwichtigste Sache, zu sehen, dass der Inhalt des Geistes, wenn man darin versunken wird, das Gewahrsein des Geistes selbst verdunkelt. Now, you can't clear out the content of the mind. Aber man kann ja nicht den Inhalt des Geistes rausnehmen. Because it is dynamic and emergent and it's not fixed. Denn es ist dynamisch und es taucht immer wieder auf und ist nicht fest. The fact that experience is arising is not the problem. Die Tatsache, dass Erfahrung auftaucht, ist nicht das Problem. The problem is my situation in myself with the felt immediate sense I exist. Das Problem ist die Situation, so wie ich mich innerhalb meiner selbst empfinde, mit dieser Überzeugung, dass ich bin. The world is full of people, they have different ideas. Good luck to them. I'm me. Die Welt ist voller Leute, die haben alle möglichen Ideen, sollen sie damit glücklich werden? Ich bin ich. I'm not like them. Ich bin nicht so wie die. And this rejection of the other as a way of maintaining the unique specificity of the self is truly toxic. Und dieses Zurückweisen der anderen, um auf diese Art und Weise uns selbst gesichert zu fühlen, ist etwas, was wirklich vergiftend wirkt. Because what makes me different from you is something very, very small. Denn was mich von dir unterscheidet, ist eigentlich sehr, sehr klein. We walk, we talk, we eat, we sleep. Wir laufen, wir reden, wir essen, wir schlafen. Like all sentient beings, I have the sense of existing. So wie alle fühlenden Wesen habe ich das Gespür, dass ich existiere. So, in the Dzogchen, we come to see that existence is a dull form of presence. In Dzogchen sehen wir klarer, dass Existieren eine dumpfe Form des Präsentseins ist. As we're here this evening, we're each of us in our own place, we're just here. So wie jetzt zum Beispiel hier, wir sind jeder in unserem eigenen Haus oder Raum, wir sind einfach hier. We look around, we see things, we hear things. I'm present. I'm not absent. I'm not dead. I'm here. Also wir schauen uns um und wir sehen die Dinge um uns, wir sind präsent, wir sind nicht abwesend, wir sind gegenwärtig, ich bin und wir sind nicht tot, wir sind hier. I'm here like this. Ich bin so hier. And this, we feel a sensation in our back. Und wir spüren irgendein Gefühl eine Empfindung in unserem Rücken Then it's gone. und dann geht sie wieder. I say a sentence, then it stops. Ich sage einen Satz, dann ist er vorbei. Our experience is dynamic. Unser Erleben ist dynamisch. I am present with this dynamic flow of experience. Ich bin gegenwärtig mit diesem dynamischen Fluss des Erlebens. And the sense of I, the one who is present, also is changing and unfolding. Und dieses Gefühl von Ich als die Person, die gegenwärtig ist auch etwas, das sich verändert und wechselt. This is not hidden. Das ist überhaupt nicht versteckt. This is directly available to us at each moment. Das ist für uns jederzeit erfahrbar.
But when we start from the never-ending task of maintaining the solidity and validity of my existence, Aber wenn wir diese Aufgabe auf uns nehmen, äh, unsere und die Festigkeit und die Sicherheit unseres eigenen Selbst ständig wieder solide zu machen, then this creates a kind of veil which thickens and dulls the immediacy of presence. dann wird dadurch eine Art Schleier hergestellt, der dieses direkte Erleben verdickt oder es unsichtbarer macht. So going back to the question, whether we are going to sleep or waking up, the essential practice is to do the Guru Yoga and to relax into the immediacy of presence. Also um auf die Frage jetzt zurückzukommen, ob wir nun einschlafen oder aufwachen, ist die essentielle Praxis für uns immer das Guru Yoga zu praktizieren und uns in diese Gegenwärtigkeit hinein zu entspannen. And through this, to see directly that all the ingredients of my substantial sense of self are in fact ephemeral and ungraspable. Und dadurch ganz direkt zu erleben, dass alles, was dazugehört zu dem, was ich als ein dinghaftes Erleben meiner selbst betrachte, dass die durchsichtig sind und immer wieder sofort vergehen. So then we see, oh, the less effort I make, the less the energy of myself as the doer is able to contaminate the field of experience. Und dadurch sehen wir dann, umso weniger Bemühung ich anwende, umso weniger ist mein Erleben als diejenige, die tut, in der Lage, mein Erleben zu vergiften. And that's what we do. Whether we're lying down to sleep or getting up, doing some practice, having a shower, whatever you do, who is the experiencer? Und das ist, was wir tun, ob wir uns nun zum Schlafen hinlegen, ob wir aufstehen morgens, ob wir duschen. Immer diese Frage, wer ist diejenige, die dies erlebt? If you tell yourself about the experiencer, it's going to be you. Wenn du dir darüber über den Erlebende eine Geschichte erzählst, dann wird es du sein. And then you wind this into your narrative of, I like this kind of coffee in the morning, but not later in the day. Und dann ergibt sich daraus diese ganze Erzählung davon, dass ich morgens diese Art von Kaffee trinke, aber später am Tag dann nicht mehr. As if these details were somehow truly definitive of who you are. Als ob diese Details, diese Einzelheiten uns selbst als die wir sind, irgendeine Definition verleihen würden. But the definition is already dissolving. Aber diese Definition, diese Bestimmtheit löst sich schon wieder auf. So this is our work in every situation, to remain in relaxed open presence without solidifying into an imagined existence. Und das ist unsere Praxis in jedem Moment, in dieser offenen, entspannten Gegenwärtigkeit zu verweilen, ohne dass wir unser Erleben zu etwas Soliden und etwas Verdinglichten machen. So the next question is outer, inner, secret. What do these terms indicate? Die nächste Frage ist Äußeres, Inneres, Geheimes. Worum geht es mit diesen Worten? These are used a lot in Tantra, with different differences of meaning and what they refer to.
Also diese Worte werden unterschiedlich, insbesondere im Tantra, benutzt und haben auch verschiedene Bedeutungen je nach Kontext. In general, outer means what's around you, your environment. Allgemein kann man sagen, outer, also außen, bedeutet das, was uns umgibt, unsere Umgebung. Inner means what arises in your body. Inneres, also was in der Umgebung auftaucht. Inneres ist das, was in unserem Körper auftaucht. And secret means whatever is arising in the mind. Und geheim bedeutet das, was in unserem Geist auftaucht. So secret means something which is difficult to grasp hold of. Also geheim bedeutet, dass es etwas ist, das man nur schwer zu fassen bekommt. Because it's difficult to grasp hold of, our tendency is to turn towards the outer. Weil es so schwer zu fassen ist, ergibt sich daraus unsere Tendenz, uns dem Äußeren zuzuwenden. So I see the trees, I see the sunset, and so on. Also ich sehe die Bäume, ich sehe den Sonnenuntergang und so weiter. These are the seeming separate existence of the outer seems to confirm my own separate existence. Also dadurch, dass das, was um mich herum ist, dass das scheinbar wirklich da ist, dadurch wird meine eigene innere Wirklichkeit auch bestätigt, meine wahre Existenz. When we look directly for the mind itself, we can't find it. Wenn wir den Geist selber suchen oder danach schauen, dann können wir ihn nicht finden. It's not secret because it's hidden. It's secret because you cannot open to it with a claw, with a grasping hand. Es ist nicht geheim, der Geist ist nicht geheim, weil er versteckt ist, sondern weil er nicht greifbar ist mit einer Kralle, mit einer greifenden Hand. The key to the secret is openness. Der Schlüssel zum Geheimen ist Offenheit. Oh, that's why we do the practice. Und aus dem Grunde machen wir die Praxis. Then the next question is, say something about the relation between the teacher and student in the present times. Die nächste Frage ist, kannst du etwas sagen über Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu dieser Zeit, also in der Gegenwart? Basically, the student is somebody who wants to learn something. Also insgesamt kann man sagen, der Student oder die Studentin ist jemand, die etwas lernen möchte. And the teacher should be somebody who can facilitate this, make it easier. Und der Lehrer oder die Lehrerin sollte jemand sein, die das leichter machen kann, das We Lernen. have dharma in the mode of duality. Wir haben Dharma auf dualistische Weise. That is to say, you can study books about dharma, you can learn all kind of Sanskrit words and so on, and then you have a body of knowledge. Das heißt, du kannst Bücher über den Dharma lesen, du kannst alle möglichen Sanskrit-Worte lernen und dann hast du einen Wissenskörper. But that doesn't take us very far. Aber das führt uns nicht sehr weit. We are concerned with being able to relax into the original situation. Uns geht es darum, zu lernen, uns in die ursprüngliche Situation hinein zu entspannen. So in that sense, the teacher can teach you about yourself, but only you can directly learn how you are.
Und in diesem Sinne kann dir der Lehrer etwas über dich beibringen, aber du kannst nur selber lernen, wer du bist, was da ist. Because whatever is taught is an indication through symbolism or narrative. It's a story about something. Denn was auch immer gelehrt wird, wird das vermittelt durch eine Geschichte, ein Narrativ oder durch Symbole. Es ist immer etwas. We can also try to create situations of which can have some effects, like saying "Phat!" Also wir können auch durch Phat oder solche Sachen können wir versuchen, Situationen hervorzubringen, die einen Effekt haben. But you can't guarantee that that will shift anything in anyone. Aber man kann keine Garantie dafür haben, dass das in irgendjemandem etwas bewegt. The key person in all of this is the student. Die Schlüsselfigur in dem Ganzen ist der Schüler. The student needs to be willing to learn how to learn. Der Schüler, die Schülerin müssen willens sein zu lernen, wie man lernt. And we learn by observing. Und wir lernen durch Beobachtung. We were just looking at nothing is hidden. Wir haben gerade uns damit befasst, dass nichts versteckt ist. Except it can be hidden by our way of looking. Es kann höchstens durch unsere Art und Weise des Hinschauens versteckt sein. So if we are looking for something, Also wenn wir etwas Bestimmtes suchen, this mode of looking traps us in subject. I am the one who is looking. This is what I am looking at. und dann ist diese Art des Schauens fängt uns in der Dualität. Also ich bin diejenige, die etwas, das andere sehen will. So how to look in order to see something which is not a thing? Also wie schaut man, um etwas zu sehen, was nicht ein Ding ist? So this links to what we looked at before, the difference between presence and existence. Also da geht es um das, womit wir uns vorher schon befasst haben, den Unterschied zwischen Gegenwärtigkeit und Existenz. By relaxing and not looking for anything in particular, Durch Entspannen und dadurch, dass wir nicht nach etwas Besonderem Ausschau halten, our attention is less and less fixated on the qualities of the arising object or experience. ist unsere Aufmerksamkeit viel weniger scharf darauf, dass da eine bestimmte Qualität von etwas aufschaut und erscheint. This puts the ego on a very thin diet. Und das ist eine Fastenkur für das Ego. Because it's less and less to grasp at and to take hold of and to compose itself from. Und weil es heißt, es ist immer weniger greifbar, was da auftaucht und immer weniger, das kann dadurch wirksam Teil des Ichs werden. So the more we relax, we experience just seeing. Je mehr wir uns entspannen, umso mehr erleben wir einfach schauen. Seeing without selective looking. Einfach sehen, ohne durch unser Schauen auszuwählen. So this is one of the reasons we meditate with our senses open. Das ist ein Grund, warum wir unsere Sinne offen halten beim Meditieren. Whatever comes is the object of meditation for the moment that it's arising, and then it goes. Für den Moment, den es auftaucht, ist was auch immer gerade auftaucht, das Objekt unserer Meditation. Und wenn es dann geht, geht es. So
different people can tell you about this and describe the practice and give you encouragement and show some of the problems which can arise. Also verschiedene Leute können dir über diese Praxis erzählen und dich ermutigen, die zu machen und auch einige der Probleme klären, die vielleicht dabei auftauchen könnten. But in the end, each person has to just simply be present and see what presence is. Aber letztendlich muss jede Person für sich, jeder Mensch für sich einfach gegenwärtig sein, um damit dann zu sehen, was denn diese Gegenwärtigkeit ist. It's not the presence of something, Es ist nicht die Gegenwärtigkeit von irgendetwas. you could say it's the presence of nothing, Man könnte sagen, es ist die Gegenwärtigkeit von nichts, and yet there is a presence. aber es ist weiterhin gegenwärtig. So this is where language fails. Und das ist, wo Sprache uns nicht weiterführen kann. It's beyond conceptualization, beyond expression, beyond speech. Es geht über Begrifflichkeiten, über Ideen, über Sprache hinaus. So in a sense, the function of the teacher is to help the student be at home in infinite silence, in infinite depth, in infinite light. Und also in einem Sinne könnte man sagen, die Funktion des Lehrers ist es zu helfen, dem Schüler sich in unendlichem Schweigen, unendlichem Licht und unendlichem Dunkel wohlzufühlen, zurechtzufinden. So here's another question. Someone writes, I have the experience of nothingness with awareness, sometimes after Phat. Jemand anders fragt jetzt, ich habe das Erleben von Nicht-Dasein nach dem Phat mit Gewahrsein. And says, it's vast, clear and unlimited. Es ist riesig, klar und ohne Grenzen. Is this still within duality? Ist das noch weiter innerhalb von Dualität? Does it matter? Macht das irgendwas aus? When you try to make sense of experience, Wenn du versuchst, deine eigene Erfahrung zu verstehen, you're back being the postman, putting the letters into the little pigeonholes for the houses in the street. dann bist du wie jemand von der Post, der die ganzen Briefe in kleine Fächer für die Leute in der Straße verteilt. The more you try to conceptualize experience, Je mehr du also mit Begrifflichkeiten an deine eigene Erfahrung rangehst, the more you strengthen the thinker. umso mehr stärkst du den Denker in dir. The thinker is the supervisor. Der Denker ist derjenige, der das Ganze überwacht. But it is our attachment to thinking which feeds the whole movement of samsara. Aber es ist unser Anhaften ans Denken, wodurch die ganze Bewegung von Samsara angekurbelt wird. But if I don't know what's going on, I could be lost. Aber wenn ich nicht weiß, was jetzt los ist, dann könnte ich ja mich verirrt haben. But you're already lost. Aber hast dich ja schon verirrt. You are deeply and strongly lost in exactly the confidence you have that you know what is going on. Du bist gerade durch dieses Vertrauen, das du hast, darin, dass du weißt, was los ist, dadurch zeigt sich, wie verirrt du denn bist. When you rest on knowledge, you rest on something which is after the fact. Wenn du dich stützt auf Wissen,
dann stützt du dich auf etwas, was nach dem Geschehen selber auftaucht. When we think about something, Wenn wir über etwas nachdenken, the moment of revelation has already passed. dann ist der Moment des Erscheinens, des Enthüllens schon vorbei. You're thinking about the trace of the moment. Du denkst über die Spur dieses Moments nach. But actually, there is no trace. Aber eigentlich hat sie ja gar keine Spur, nichts Überbleibendes. So in Dzogchen, we're concerned with the self-arising and self-liberating or self-vanishing quality of all experience. Also in Dzogchen geht es darum, dass alles Erleben von selbst auftaucht und von selbst verschwindet. Diese Qualitäten. Something's here, then it's gone. Etwas ist hier und dann ist es weg. What was it? Was war es denn? Tell yourself a story. Du kannst dir gerne eine Geschichte erzählen. You can say anything about it. Du kannst sagen darüber, was du möchtest. There are many different kinds of stories. Es gibt viele verschiedene Arten von Geschichten. In the Nyingmapa system, we talk of 9 yanas or vehicles. Im Nyingmapa-System sprechen wir über 9 Yanas oder Fahrzeuge. These are like 9 styles of storytelling. Das sind wie 9 verschiedene Arten des Geschichtenerzählens. If you're talking in a Theravadan mode or a Hinayana mode, you're not saying the same kind of things as in a tantric mode. Also wenn du die Hinayana oder Theravada-Art des Erzählens kennst, dann erzählst du anders, als wärst du dich im Tantra wohlfühlen. These become differential contents of experience. Daraus ergeben sich unterschiedliche Inhalte des Erlebens. But experience is direct. Aber Erfahrung, Erleben ist direkt. So always the instruction is don't think about what's happening. Die Instruktion, also die Anweisung ist immer, denke nicht darüber nach, was passiert. Stay present on this arising moment. Bleib gegenwärtig bei diesem gerade auftauchenden Moment. Do this again and again and again and again. Und das machst du wieder und wieder und wieder und wieder. The more you think, the more you get lost. Umso mehr du darüber nachdenkst, umso mehr verirrst du dich. Truly, this world is whatever you think it is. In Wahrheit ist die Welt wirklich immer das, was du davon denkst. This is the potential of emptiness. Dies ist die Möglichkeit der Leerheit. Emptiness means there is no inner defining private personal essence to anything. Leerheit bedeutet, dass es keine innere, private, wirkliche Essenz von irgendetwas gibt. Our world is interpreted. Unsere Welt ist eine Interpretation. And we know that people give different interpretations to flowers, to fruits, to people. Und wir wissen, dass Leute unterschiedlich interpretieren, ob Blumen oder Obst oder Leute. And the interpretation that we give to someone in one mood is not the same interpretation we'll give in another mood. Und wenn wir eine Stimmung haben, dann interpretieren wir eine Person auf eine Art und Weise und in einer anderen Stimmung ist es anders. Knowing what it is Zu wissen, was es ist knowing what it isn't. bedeutet, dass wir wissen, was es nicht ist. But you still believe you know what it is. Aber trotzdem glaubst du, du weißt, was es ist. Knowledge is the royal road to ignorance. Wissen ist die
königliche Straße zu Unwissenheit. Confidence in knowledge is extremely dangerous Selbstvertrauen darin, dass man etwas weiß, ist wirklich sehr gefährlich. because you build your house of concepts Denn du hast dein Haus von Begrifflichkeiten gebaut, so tightly that no air can get in between the bricks. und zwar so eng zusammengeschraubt, dass keine Luft durch die Ziegel mehr hindurchkommen kann. The longer you live in that house, the less oxygen there is. Umso länger du in diesem Haus lebst, umso weniger Sauerstoff ist darin. So just keep saying pet, much better. Also sag einfach immer wieder Pet, das ist viel besser. Now here's another similar question. Jetzt noch eine ähnliche Frage. Are there objective natural laws spontaneously arising from the primordial ground? Gibt es objektive Naturgesetze, die spontan aus dem offenen Grund erscheinen? Or are all concepts, including the apparent relationship of cause and effect that appear in the natural world, a product of ignorance? I'll say that in two parts because it's very long. Thank you. Or are all concepts, Oder sind alle Begrifflichkeiten, including the apparent relationship of cause and effect, inklusive die scheinbare Verbundenheit von Anlass und Folge, that appear in the natural world, die in der natürlichen Welt vorkommen, a product of ignorance? sind all die ein Produkt der Unwissenheit. If you plant wheat, you won't get barley. Wenn du Weizen pflanzt, wirst du keine Gerste ernten. So that's something every farmer knows, that these rules of cause and effect are self-evident. Das weiß jeder Bauer, dass diese Arten von Ursache und Wirkung ganz selbstverständlich sind. Within the relative domain of subject and object, cause and effect, life on this arena of samsara called Jambudvipa. Also innerhalb dieser natürlichen Welt, dieser Welt, die Jambudvipa genannt wird, This manifests for sure from the basic cause of ignorance. das taucht ganz klar und die ganz klar aus dem Urgrund der Unwissenheit auftaucht. But we are so deeply in ignorance, we can't find the way back out. Aber wir sind so sehr tief in dieser Unwissenheit versunken, dass wir keinen Weg herausfinden können. So the concepts which explain the seasons, the patterns of the moon, astronomy, medical science, all the incredible developments in computers and so on. Also diese On you go. Sorry. Alle diese Begrifflichkeiten, die Phasen des Mondes oder die Jahreszeiten erklären oder alle wissenschaftlichen Sachen und alles, was mit Computern entdeckt und machbar wurde. This kind of knowledge arises from the question, what is this? Das ist das Wissen, was auftaucht aus der Frage, was ist das? And what can I do with it? Und was kann ich damit tun? So these questions are dependent on the separation of subject and object. Also diese Fragen hängen ab von der Trennung von Subjekt und Objekt. So rather than saying objective natural laws, one might say that patterning is intrinsic to the energy of manifestation. Also statt das Ganze objektive Naturgesetze zu nennen, könnte man sagen, dass bestimmte Musterungen
innewohnend sind für die Art und Weise, wie die Erscheinungen sich manifestieren. Sometimes this is described as autopoiesis, Das wird auch Autopoiesis genannt. which is a kind of so way of talking about the self-organizing of energy. Und das ist eine Art und Weise, wie man darüber reden kann, dass Energie sich selber formt und organisiert. When we say a natural law, this is an interpretation through science or chemistry or physics, which explains why particular kinds of crystalline forms arise, for example. Wenn man sagt Naturgesetz, dann ist das eine Art und Weise, wie Wissenschaft bestimmte Dinge erklärt, also dass sich zum Beispiel bestimmte kristalline Formen bilden. This kind of question will be interesting for some people. Diese Art der Frage wird für einige Leute sehr interessant sein. However, there is no end to thinking. Aber es gibt für das Denken gibt es kein Ende. And we are going to die. Und wir werden sterben. And having accumulated this kind of conceptual knowledge, we will find little support when we die. Und wenn wir diese Art von begrifflichen Wissen aufgehäuft haben, werden wir in dem Moment, in dem wir sterben, sehr wenig Unterstützung davon bekommen. With this kind of approach to the experiences of the world, Dieser Ansatz, den Erleben des Erlebbaren der Welt gegenüber, there is a kind of paradoxical turn. da gibt es eine Wende, die ein Paradox ist. We think that our questioning is taking us closer to the phenomena, Wir denken, also es scheint uns so, als würde unser Denken uns näher an die Phänomene heranführen, but it's always the phenomena as revealed to me with my currently employed method of looking. aber es sind immer die Erscheinungen, wie sie für mich auftauchen, durch die Methode, mit der ich gerade schaue. So for meditators, what we are looking for, we don't find by looking. Also für Meditierende, wonach wir schauen, finden wir nicht durchs Schauen. Looking hides what can only be seen by simply seeing. Schauen verbirgt, was nur gesehen werden kann, einfach durch Sehen. Then the next question, Die what nächste dharma approaches can help a person with chronic illness and chronic pain? Die nächste Frage ist, welche Dharma-Lehren können jemand mit chronischen Krankheiten und chronischen Schmerz unterstützen, Without making them feel unable, inadequate, or stressed? ohne dass sie davon gestresst würden oder sich als Fehler sehen oder als falsch liegend sehen. Oh. According to Dharma, we all have the potential to be Buddhas. Dem Dharma gemäß haben wir alle das Potenzial, Buddha zu sein. And could even be said that we are sort of hazy Buddhas or cloudy Buddhas. Oder man könnte vielleicht auch sagen, dass wir verschwommene Buddhas sind oder verschwimmende Buddhas. But we are unable to awaken to this. Aber es fällt uns schwer, dazu aufzuwachen, Because we have ignorance and duality and karmic habits. denn wir haben Unwissenheit und Dualität und karmische Gewohnheiten. So this is a disability. Das ist eine Behinderung. Everyone in samsara is disabled. Also ist jede in Samsara hat Behinderungen. So on top of that, of course, we can have chronic illnesses and chronic pain, which further disable us.
Und natürlich können wir außerdem noch chronische Krankheiten oder chronische Schmerzen haben, die noch eine weitere Behinderung sind. And when functioning in your body is difficult, you can feel somehow less than other people who seem to have healthy bodies. Und wenn es schwer für dich ist, dich in deinem Körper zu bewegen, dann kann man sich schon so fühlen, dass man irgendwie weniger ist als die Menschen, die gesunde Körper zu haben scheinen. But from the Dharma point of view, all of us, whether young and healthy, intelligent or not so bright, all of us share 95% the same level of disability. Aber vom dharmischen Standpunkt aus gesehen, teilen wir alle, ob wir jung sind oder alt, gesund oder krank, intelligent oder nicht so intelligent, teilen wir 95% der gleichen Behinderung. So if you have chronic pain, it's important not to get caught by the pain. Also wenn du chronische Schmerzen hast, ist es wichtig, sich nicht davon gefangen halten zu lassen. You don't want to be conditioned and defined by the pain. Du willst dich nicht davon konditioniert sehen oder dich dadurch definieren oder identifizieren. So we began talking about anger arising and suffusing, filling us up. Also am Anfang haben wir über Ärger gesprochen, der auftaucht und uns erfüllt. In the same way, pain can do that. Und Schmerz kann genau dasselbe tun. If you get rheumatic pain, chronic back pain, every move you make can't relieve you from this seemingly oppressive, continuous attack. Wenn man Rheuma hat oder chronische Rückenschmerzen, dann spürt man bei jeder Bewegung, was auch immer man macht, man kann sich nicht frei davon machen und fühlt sich ständig angegriffen davon. Now, the Buddha says very clearly, all sentient beings want to be happy. Der Buddha hat ganz klar gesagt, dass alle fühlenden Wesen nach Glück suchen. The first teaching is about suffering, and that suffering has an origin, and there is a way to get free of suffering, and there is a method to do that. Die erste Lehre, die er gelehrt hat, ist über die Wahrheit des Leidens und dass dieser Leiden einen Grund hat und dass man sich davon befreien kann und dass es eine Methode gibt, diese Befreiung zu erreichen. So, on a general level, this indicates suffering is bad, let's get rid of it. Happiness is good, let's get more of it. Also generell hört sich das so an, als ob Leiden was Schlechtes wäre, lass uns das loswerden, und Glück ist was Gutes und davon hätten wir gerne mehr. But if you have chronic pain or some chronic condition, you can't get rid of it. Aber wenn wir chronischen Schmerz oder andere chronische Leiden mit uns herumtragen, dann können wir das nicht loswerden. You've already seen all kinds of doctors and professionals. Du hast schon alle möglichen Ärzte dazu befragt. This is what you live with. Damit lebst du also. And I don't want to live with it. Aber ich will nicht damit leben. Okay, so am I more oppressed by the pain or my dislike of the pain? Okay, also da müssen wir uns fragen, was ist mehr bedrückend, der Schmerz selber oder mein Unwille, diesen Schmerz zu empfinden? I've tried getting rid of the pain and I can't do it. Ich habe versucht, diesen Schmerz loszuwerden und ich schaffe es nicht. But maybe I could manage something with my dislike of the pain, my anger at the pain, my fury that I am suffering in this way. Aber vielleicht könnte ich einen Umgang damit finden, mit meinem Unwillen, diesen Schmerz zu erleben, mit meinem Ärger, den ich dafür empfinde und mit dieser ganzen Verzweiflung, es nicht loswerden zu können.
It's not about taking a stoic position and trying to be indifferent to what is occurring. Es geht jetzt nicht darum, stoisch zu werden und eben zu sagen, ach, das macht alles nichts, wie es mir geht. Rather, it's to turn towards the experience which is occurring, however it is, Anstelle dessen geht es darum, uns diese Erfahrung, dieses Erleben, wie auch immer es sich gerade zeigt, uns dem zuzuwenden and to be present with it as it is. und mit ihm gegenwärtig zu sein, so wie es ist. Pain is sensation, Schmerz ist eine Empfindung and sensation is dynamic. und Empfindung ist etwas Dynamisches. It's the nerves are pathways. There is pulsation going through them. Die Nerven sind ja Pfade, das pulsiert ja durch die Nerven durch. Everything about us is pulsation. Our breath, our heartbeat, our endocrine system, nervous system. This is all communicative energy moving, moving, moving. Alles in uns ist pulsierend, ob das nun unser Herz ist oder unser Atem oder unser hormonelles System oder all die Empfindungen, die durchgegeben werden, bewegen sich ständig. So, from the point of view of dharma, the conceptualization, I hate this pain, I am oppressed by this pain, Also vom Standpunkt des Dharma aus gesehen, das in solche Begriffe zu verpacken wie ich hasse diesen Schmerz, dieser Schmerz ist meine Last. these expressions substantiate or substantialize the pain. They turn it into something definite, enduring, and hostile towards me. Machen die unseren Schmerz zu etwas Dinglichem, etwas Substanziellen. Die machen diesen Schmerz zu etwas, was andauert. Dieser Schmerz ist mein Feind. But when we sit with the pain, we find it's not a thing. Aber wenn wir sitzen mit dem Schmerz, werden wir merken, es ist kein Ding. You can say a lot to the pain, about the pain. Du kannst ganz viel mit dem Schmerz reden oder über den Schmerz reden. You can shout at it, rage at it. Du kannst deine Wut an ihn herausschreien. But how is it? Aber wie ist es? So, from the Dharma point of view, one should turn towards the experience and be present with it so that it can show itself in its raw, uncooked, unmodified form. Also von dem dharmischen Standpunkt aus ist es wichtig, gegenwärtig zu sein mit dem Erleben direkt, sodass es sich auf seine rohe, unzubereitete Form zeigen kann. So this is our way of proceeding. Also das ist unsere Art und Weise des Herangehens. This is how it is. Dies ist so, wie es ist. And we sit with that. Und damit sitzen wir. And the more finessed our attention, the more nuanced the patterning of the arising shows itself to be. Und umso feiner unsere Wahrnehmung ist, umso mehr Nuancen können wir spüren in den Mustern dessen, was wahrnehmbar ist. That might seem a terrible extra burden when you just want to have a so-called ordinary life. Das mag natürlich uns erscheinen als eine furchtbare Extralast, wenn wir eigentlich uns nur wünschen, ein normales Leben zu leben. If we say, well, why me? Why did it happen to me?
Und wenn wir sagen, warum denn ich? Warum ist mir das passiert? Generally, nowadays, people say, oh, that's terrible luck. I'm so sorry. Generell sagen Leute, oh, hast du echt Pech gehabt, es tut mir so leid. However, from the Dharma point of view, it arises as the ripening of the effects of some previous activity. Aber vom dharmischen Standpunkt aus gesehen taucht es auf als ein Reifwerden von Effekten von früheren Taten. That is to say, it's not meaningless suffering. Das heißt, es ist nicht ohne Bedeutung, dieses Leiden. It arises due to causes and circumstances. Es taucht auf durch Umstände und durch Gründe. So by staying close to the arising of the sensation, Und dadurch, wenn wir dem Auftauchen des Empfindens selber unsere Aufmerksamkeit geben, ganz nah, the experiencer is thinned by the quality of attention to what is occurring. dann ist die Erlebende wird dünner durch die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir geben. And we can start to feel, or feel is not maybe the right word, we have a quality of being with what is occurring, which is different from this is happening to me. Und dadurch können wir vielleicht eine Qualität des mit dem Sein entdecken, die anders ist als ein Empfinden, dies ist, was mir passiert. Who is it happening to? Wem geschieht das? Presence. Gegenwärtigkeit. So we're back with this central point. If we relax into presence, experience is not oppressive because there is no one to oppress. Und das ist so der zentrale Punkt, an dem wir wieder jetzt sind. Wenn wir uns in Gegenwärtigkeit entspannen, ist dies keine Last, denn es gibt niemanden, der belastet werden kann. But if we get caught up in the experience and take it as definitive of my existence, Aber wenn wir uns verfangen in diesem Erleben und als etwas, was meine Existenz definiert, empfinden, then it's obvious that this is happening to me. dann ist es ganz offensichtlich, dass wir das so sehen, dass dies passiert mir. Now, from the Dharma point of view, and it's not the common point of view, that is a misinterpretation or that is a fabrication. Also vom dharmischen Standpunkt aus gesehen, und das ist nicht der allgemeingültige Standpunkt, ist das eine Interpretation oder eine Fabrikation. So if we're stuck in our dualistic thinking, the Dharma exit or the Dharma opening, which relieves this oppressive pain, will seem ridiculous. Also wenn wir in unserem Dualismus feststecken, dann wird diese Dharma-Perspektive oder diese Möglichkeit, das so zu sehen, wird uns lächerlich erscheinen. Sometimes I hear people say, oh, but I've tried that, it didn't work. Manchmal höre ich, wie Leute sagen dann, oh ja, das habe ich auch versucht, aber es hat halt nicht funktioniert. So we have to hear ourselves if we say this. Also da müssen wir uns wirklich selbst zuhören, wenn wir das sagen. I've tried this. Ich habe das versucht. The starting place is I. Der Anfangspunkt davon ist ich. This is me. I'm doing my best. Das bin ich. Ich versuche ja so doll ich kann. And it's not enough. Und es reicht nicht. And nothing changes. Und nichts verändert sich.
this was the final part of the question, which was without making them feel unable, inadequate, or stressed. Und darum ging es ja im zweiten Teil dieser Frage, ohne dass sie sich unfähig fühlen oder, oder, oder sich davon stressen lassen oder als ob sie das einfach nicht schaffen könnten. It's difficult because from the Dharma point of view, we're starting in the wrong place. Und das ist sehr schwierig, weil vom dharmischen Standpunkt aus gesehen ist das einfach der falsche Punkt, um anzusetzen. We're starting with a series of propositions which seem to be manifestly true. Wir fangen mit mehreren Ideen an, die scheinbar alle wahr sind und offensichtlich. I exist. Ich existiere. I have this problem. Ich habe ein Problem. I can't get rid of this problem. Ich kann das Problem nicht loswerden. I'm unable to do anything with it. Ich bin ganz unfähig, nicht in der Lage, irgendwas damit zu tun. So if you start from that position, it's so solid, so fixed, so definitive that one's already kind of hopeless. Wenn man von dieser Position anfängt, dann ist das so festgelegt und so solide und so, dass man sofort es sieht, das ist einfach hoffnungslos. So in the text, they talk about the swamp of samsara. Den Sumpf, also im Texten wird manchmal der Sumpf von Samsara beschrieben. We can sink into a swamp. Wir können in diesen Sumpf hineinsinken. We sink into our life situation. Wir versinken in unserer Lebenssituation. Some people feel lonely and unloved. Manche Leute sind einsam und fühlen sich nicht geliebt. They feel, oh, something's missing in me. If only I had someone to love me and take care of me. Sie denken, irgendwas in mir ist nicht genug, wenn ich nur jemand hätte, der mich lieben würde und sich kümmern würde. If only my body wasn't this shape. Wenn nur mein Körper nicht diese Form hätte. If only I had worked harder at school. Wenn ich nur mich in der Schule mehr angestrengt hätte. Again, this kind of if only makes life very solid. Und diese Sachen, ach, wenn ich nur, diese Überlegungen machen das Leben sehr fest. I'm a victim of my mistakes or my bad luck. Ich bin ein Opfer meiner eigenen Fehler oder das Pech, was ich habe. And all of these ways of thinking revolve around the idea, this is happening to me. Und all diese Arten und Weisen drehen sich um diese Idee, dass dies mir passiert. So some of us looked some month or so ago at the second part of the book Finding Freedom. Vor einigen Monaten haben einige von uns den zweiten Teil des Buchs Freiheit finden angesehen. And in it, it's called the wheel, the sharp weapon wheel. Und da drin ist ein Text, der geht über das scharfe Waffenrad. And it's a very interesting text because it's pointing out from the Dharma point of view, there are no accidents. Das ist ein sehr interessanter Text, weil was darin beschrieben wird, ist, dass vom dharmischen Standpunkt aus gesehen gibt es keine Zufälle. All phenomena arise from causes. Alle Erscheinungen tauchen aus bestimmten Gründen, Urgründen auf. Therefore, whatever is happening for us is not some meaningless event or some horrible punishment. Deswegen ist alles, was für uns auftaucht, nicht eine bedeutungslose Vorkommnis oder irgendeine Bestrafung, But it's the particular shaping of
the patterns we experience in this life. Aber es ist die bestimmte Musterung, die sich ergibt von den Mustern, die in diesem Leben für uns auftauchen. It doesn't matter what other people experience. Es macht gar nichts aus, was andere Menschen erleben. Comparing and contrasting is a very good way to increase suffering. Uns zu vergleichen oder Unterschiede zu machen oder Kontraste zu sehen, ist eine gute Art und Weise, wie wir unser Leiden vertiefen können. So, however our life is, whether it feels full and joyful or desolate or hellishly painful, Also egal wie unser Leben ist, ob es nun voller Freude ist und leicht oder ob es wie eine Wüste uns vorkommt oder wie eine Hölle des Schmerzens. if we want to see the truth of our being here, Wenn wir die Wahrheit unseres Hierseins wirklich sehen wollen, then asking what is it and why is it dann sind die Frage, was ist es und warum ist es, probably doesn't help much. die helfen wahrscheinlich nicht viel. We need to stay with how it is emerging, Wir müssen stattdessen dabei bleiben zu sehen, wie es auftaucht and observe how do I respond to this. und dann zu sehen, wie antworte ich darauf. And the more I see the intensity of how I respond, Und je mehr ich die Intensität sehe, wie ich darauf antworte and can start to relax out of that intensity, und aus dieser Intensität heraus mich etwas entspannen kann, then we can see how it is. dann können wir sehen, wie es ist. Then this is the field of clarity. Und das ist das Feld der Klarheit. This can be very difficult to trust when we feel oppressed by life. Dem zu vertrauen ist vielleicht schwer, wenn wir uns vom Leben bedrückt fühlen. It's much more tempting to look for an antidote. Dann ist es viel mehr, sind wir da versucht, ein Gegengift zu finden. But with chronic conditions, as yet there is no antidote. Aber mit chronischen Krankheiten bislang gibt es da kein Gegenmittel. Therefore, rather than taking it into what can I do about this, Deswegen statt die Frage zu verfolgen, was kann ich damit jetzt tun, wie kann ich damit umgehen, it's how can I live with this? ist die Frage, wie kann ich damit leben? So that brings us to our time for this evening. Thank you very much. Oh, can you go? Das ist, soweit kommen wir heute Abend. Das ist die Zeit jetzt. So thank you very much to Pedro for helping the recording and to our translators. Vielen Dank an Pedro, der die Aufnahmen macht und alle unsere Übersetzer. So hopefully we will meet again. Hoffentlich werden wir uns wiedersehen. And so goodbye for this evening. Auf Wiedersehen für heute Abend. Bye. Bye, bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Gracias, James. Gracias, Juan. Bye bye. Yes. Bye. Goodbye. Thank you, Bye. James. Bye. Adios.